Guten Abend und herzlich willkommen zu Tales of Zestiria. Heute mit dem letzten Tempel. Oh, wir haben ein Gespräch. Nämlich diesem schicken Turm. Das ist der Windtempel. Und um den geht's heute. Man, Zavid sure is hard to grasp. Yeah, he's a real joker for a seraph. It's nearly impossible to read his words or actions. Lila, tell us what you know about him. I don't know about that. Zavid, the Hellion Hunter. Quite the hot topic lately. His purpose seems to be fighting the Hellions. But who really knows? Edna, you knew him, didn't you? Kinda. He comes by Rayfolk every once in a while. Not sure why, though. So in the end, we only know that he's still a mysterious seraph. By the way, Dezel, you and Zavid have a really similar fighting style. I wonder if that's some sort of clue as The to... hell should I know? My skills are what I've honed for myself. That's all. Okay. Damn. Why does he get to me like that? Werden wir bestimmt noch rausfinden. Da hinten ist eine Truhe. Ja. Zavid. Oh, come on, ich wollte... It's all crumbled. Not a problem for us. But it's so high up. If we got up there and then got stuck, getting back down would be even worse. I'll say. And if that Hellion were to attack us on those skinny steps with no room to maneuver... You just want to see the towers inside, you big ruins nerd. Let's go through the entrance like normal folk. Ja, aber vorher will ich die Truhe noch einsammeln. So, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach so, Zavid werden wir bestimmt noch kämpfen irgendwann. Guten Abend, Vivi. Ich muss tatsächlich sagen, so auf den ersten Blick, so zerfallen sieht es gar nicht aus. Also ich habe schon sogenannte Tempel gesehen, oder Dungeons, die deutlich zerfallener waren. Windring. Ich habe übrigens, stimmt, das habe ich, glaube offscreen gemacht. Ich habe ein bisschen an der Ausrüstung gefeilt. Sie müssten jetzt alle das Beste haben, was sie haben können. Also ich habe wirklich versucht, gut zu sortieren. Ansonsten, ja, wir hatten ja gerade das Gespräch zu Zavid. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden nochmal gegen Zavid kämpfen. Und irgendwas sagt mir, Zavid wird sich zwar unserer Gruppe nicht anschließen, aber unserer Sache. Snacks are done. Perfektes Timing. Eis am Stiel ist vielleicht ein bisschen kalt, obwohl inzwischen, es ist momentan gar nicht so kalt. Das wundert mich so ein bisschen, wenn man bedenkt, wie kalt es vor ein paar Tagen noch war, also Ende letzten Jahres noch war. Aber inzwischen ist es eigentlich schon wieder ganz passend für Eis am Stiel. Gehen wir rein. Staubig. Und die Musik gefällt mir bis jetzt am besten von allen Tempeln. So, was haben wir hier? Was bist du? Ein Tiger. Silberzahntiger. Was? Säbelzahn, kann sein. Refined martial artist Hellion. Watch it carefully. Kinda hard to Achso, tell. was muss ich eigentlich haben? Okay, einfach draufschlagen, okay. Trigger! Here's my best! Ready? I like this! Now! Burn bright! Ha! Rainbow! Now! Ah, ich hab schon wieder kein Mana. Keine Ausdauer. Phoenix Trial! Concentrate! May your soul rock trigger! Crimson red! I'll settle this! Going to hell! I like this! I'll gotcha! Final embrace! Rainbow! There! Command me! Perfekt. I want to become stronger as a seraph. You have more than enough talent for it. Don't push yourself too hard. Ein kleiner... Okay, dann ist das also ein Generationsprojekt, nehme ich mal an. Aber es ist ein ziemlich großer Raum. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Ich will erstmal vorankommen. Weil zeittechnisch müssten wir... Zumindest von der Spielzeit her. Ja, wir müssten grob bei der Hälfte sein. Vielleicht ein bisschen drunter, würde ich behaupten. Deswegen keine Ahnung, was mich hier noch erwartet. Nach diesem Tempel. What an Aber odd ruin.
Definitely feels like the place for a trial. This is supposed to be a trial? Pathetic. Na, noch nicht. Großmaul, noch ist keine Prüfung. So, was ist das? Auf- und Fahrstuhl. Okay. Ein Fahrstuhl. Müssen wir ein Rätsel lösen? Wahrscheinlich müssen wir ein Rätsel lösen. Oder muss ich einfach nur den Weg hochfinden? Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Was bist du denn? Hallo. Ready for this? Einfach draufhauen, okay. It may be small for a dragon, but it's still a dragon. Ist das ein Drache? Das ist ein Wyvern. This is small. Ja, I hate to okay. see a Es ist big ein, one. If we can't ist beat ein this, kann man das we'll never einfach defeat a durchgehen. real Come on. dragon. Non-elemental attack. Gravity rules Fluid everything. surge. There. Strike. Let's get him. Grab the trigger. Yeah. Burn crimson. Silver. Gravity rules everything. My phone. Grab the trigger. Bye. I'll strike Slice you through down. air. Release my spirit. Healing circle. Gather and grant protection. Soll ich mich verscheißern? Shatterfang. Kann mich mal bitte kurz jemand heilen? Das. Okay, die Kamera macht gerade komische Dinge. Moment. Natürlich will ich das. Du heilst mich mal. Ja, aber bei den Drachen sind sie, beim Witcher zählen sie zu den Drakoniden, was ich als Drache erstmal durchgehen lassen würde. Ich weiß, Drachen sind beim Witcher nochmal was Spezielles, besonders in den Büchern, weil Drachen sehr, sehr selten sind und das sind Drakoniden. Aber ich würde jetzt mal für den Laien, würde ich Drakoniden als Drachen durchgehen lassen. Als Gruppierung, sage ich jetzt mal. Habe ich mich jetzt geheilt? Ich habe Quatsch, ich habe Quatsch gemacht, ich habe nicht aufgepasst. Release my spirit. Rhapsody. Sag mal, kann ich mich mal heilen? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. So, cool. Ich kann nichts machen. Geil. Ich liebe sowas. Ein Heilmittel. Thanks. Purify the earth. So. Und jetzt bitte mal ein Pfirsichgummi. Sorry about this. Purify the earth. Burn away. Au, 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 au. Break through. Dragons have high power and defense. I Be got you. cautious. Phantasm flash. Rain of fire. Burning shards. Purgatory of fire. Rockland. Break through. Shadow Burn shot. away. Come on. Burning shards. Vermilion crescent. Burning shards. Your words shall make you vulnerable. Vermilion. Soul siphon. Awaken, Redder. Break through. Burn away. Pillars of Time you learn flame. some humility. Burn. Air pressure. Burn away. I still got stamina to spare. Ich hab You guys hanging in there? Ich hatte ganz vergessen, dass sie ja, Hasenöhrchen jetzt hat. So. Mal gucken, hat sich das wenigstens gelohnt? Cool. Cool, cool, cool. So. Mal gucken. Zack. Achso, ich habe eigentlich erklärt, warum ich heute Tales of Zestiria mache und nicht Digimon. Wir ignorieren dich jetzt. Weil du bist den Aufwand nicht wert. Weil ich vermute mal, dass ich hier nach grinden muss. Und ich finde, der Punkt, nachdem ich alle Prüfungen abgeschlossen habe, ist ein ganz guter zum Grinden. Also rein geschichtlich. Eine Harpie. Also eine Guess grüne there's no one Harpie. but the shepherd who can get past this. It's probably the weird majesty of the tower that's made it an object of people's worship. Mix that with the tradition of sacrifices, and you get folks flinging themselves from the top. Even though not a soul really wants was that bist for du? anyone. Don't overdo. Gargoyle. Moment, das ist doch kein Gargoyle. Ja, okay. Sieht zwar für mich wieder aus wie dieser Succubus, der hier aber als Teufel bezeichnet wird. Nur halt in schwarz. Aber ein Gargoyle ist für mich was anderes. Okay. Ich dachte, das wäre eine Statue, bis sie angefangen hat, sich zu bewegen. Er ist also eher statuenartig, statuesk, statuiert, statuesk. Eindeutig statuesk. Okay, Feuer. Lord of Fire. Fire. Moving statue. It's just an imitation, but its attacks are the real deal. Burn away.
Purgatory of Flame! I command thee! Flow Rock Trigger! Burning Echo! Burning Shards! Purgatory of My Flame! clothes got dirty. Burn! Burning Sweet Shards! dreams. Burn! Burning Shards! I command thee! I still got stamina to spare. You guys hanging in there? So. So, hat sich der Rückweg denn gelohnt? Dahin wollte ich, genau. Ich wollte gucken, ob hier eine Kiste ist. Oder irgendwas. Aha, mein Gespür hat mich, richtig gefühlt. Braucht irgendwer gerade eine Erdbeerwaffel? Nein. Cool. Zack. Ich spiele übrigens gerade privat. Also mit privat mache ich immer, wenn ich nicht streame. Deltarune Chapter 2. Macht Spaß. Macht Spaß. Und dabei muss ich immer daran denken, dass ich den ersten Stream, den ich gemacht habe, war Undertale. Extrem anstrengend. Aus zwei Gründen. Enemy Erstens, spotted, Lila! viel zu viele Stimmen. Wirklich. Wendy. Pardon. Ich kann jetzt meine Geschichten nicht erzählen. Wendy. Warum heißt dieses... Es ist niemand Pferd. Wendy. Also wirklich. Ein geflügelter Hellion, der geschickt die Winde beherrscht. Er setzt Wirbelsturmangriffe ein. Aber ein Schritt zur Seite funktioniert ganz gut, wenn er näher kommt. Also, Wendy. Wendy. So, erstmal Flamme an. Powerful Hellion with strong wind mana. What is up with all these friggin' wind monsters? Other than its arts, it can produce tornadoes. Warum Be passiert gerade careful. nichts? Burning Shards! Manchmal passiert nichts, wenn ich auf die Knöpfe drücke. Das verstehe ich nicht. Vermilion Crescent! Burn away! Pillar of Flame! Vermilion Und dann mit Crescent! Peter Pan muss ich kurz noch Pillars lesen. of Flame! Nein, falscher Knopf. Whoa! Breakthrough! Burning Shards! Pillars of Flame! Time you learn. Und ja, stimmt, da gibt's... Burning Shards! Hieß sie auch Wendy? Earthborn! Ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn als Windy. Weil irgendwie dachte ich gerade an Windy, aber nein. Breakthrough! Burn away! Shake 'em up! Burn away! Aber auch die war kein Vogel. Don't let out! Aber klar, durch Peter Pan konnte sie fliegen. Breakthrough! Burn! Surging landscape. Yeah, I think it's time to take a breather somewhere. So. Ich mochte übrigens das, wo wir gerade vorhin den Witcher hatten, ich mochte übrigens das Peter Pan Easter Egg bei Witcher 3. Das fand ich sehr gelungen. Sehr gelungen. Aber er hat so, also auch in den Büchern sind ein paar nette Anspielungen an, gerade in den Kurzgeschichtenbänden, an andere Geschichten oder Dinge, was man mit Dinge, also an Märchen oder halt andere Geschichten, sagen wir es lieber so. Klar. Du bist einfache Beute. You ready, Saray? May your soul! Fatness Mioma! should work. Vermilion Just leave it to me. Time you learn. Purgatory Flame! Awaken, Redder. Vermilion Crescent! These are Burning extremely Shards! powerful. Full force! Command me. Burning Echo! Rock trigger. Burn! Now's my chance! Burning Shards! Pillars of Flame! Okay, Vermilion Crescent! hattest du das noch nicht auf 100% gebracht? Also noch kein Platin geholt? Ich will halt... Landscape. Rain of Fire! Burning Shards! Should work. Just Bei mir leave ist it Tatsache der Gedanke, dass ich Horizon nicht nochmal spielen will vor I dem think it's time to take a breather neuen Teil, weil der somewhere. neue Teil halt so nah ist und es mich, glaube sehr stressen würde, kurz vor dem Teil. Ach so, 100%. Ja, Open-World-Spiel auf 100% zu bringen, stelle ich mir schwierig vor. Habe ich, glaube noch nie versucht. Ich glaube, beim Witcher am ehesten noch. Wobei beim Witcher kann man, glaube ich, nie alle Sidequests machen. Ich glaube, es gibt immer Sachen, die einen durch bestimmte Entscheidungen durchrutschen. Wenn ich mich richtig erinnere.
Aber vom neuen Teil würde ich Horizon Zero Dawn nicht nochmal durchspielen. Ich habe es auch nur einmal gespielt, und zwar im Stream, wohl bemerkt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich am Anfang ein bisschen skeptisch war wegen dem Kampfsystem. Und ich freue mich sehr auf den neuen Teil. Ich ignoriere jetzt mal den Säbelzahntiger. Was ist das? Und ich bin auch froh, dass ich momentan kein anderes Open-World-Spiel habe, weil ich glaube, die Spiele würden sich unter Umständen beißen, wenn ich jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn und Witcher gleichzeitig spielen würde. Nur als Beispiel. Aber ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da ein New Game Plus bei Horizon Zero Dawn? Enemy spotted. This fire should work. Just leave it to me. Burn away. Also kann man dann auch einmal quasi den ganzen Kram sammeln und beim zweiten Mal hat man es dann einfacher. Weil man die Superrüstung hat. That's the way. Lion's Howl. Your words shall make you vulnerable. Burning shards. Soul siphon. Dancing flames. Crown fire. Solid thrust. Rock trigger. Break through. Burning shards. Purgatory flame. Break through. Nice to be able to put my hair up with a barrette, right? What's a barrette? You don't know what a barrette is? Were you born in a barn? Have you been living under a rock? Ja. Was ist EQ? EQ sagt mir gerade nichts. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's auch nur einmal durchgespielt. Scherben, klar, weiß ich. Glaube ich zumindest zu wissen. Equipment. EQ steht für Equipment quasi. Ich glaube, ich hatte nie alle Waffen. Ich hatte, glaube ich, am meisten Spaß Tatsache mit dem Bogen und dem Speer, also den Standardkram. So. Oh, haben wir jetzt hier Rätsel? Jetzt Rätsel. Okay. Zack. That spinny mist thing sure gets the job done. It's the wind trial after all. Ich habe übrigens für den neuen Teil habe ich mir die Digital Deluxe Variante schon vorbestellt. Und ich freue mich drauf. Hallo? Don't overdo that, Miss Miala. Gravity rules everything. Fire gains are extremely powerful. Freezing Beyond fracture. your violence and humility. Burn! Burning shards! Flow force! Burning echo! Gravity rules everything. Vermilion. Out! Gravity trigger. Burn! Scorch spell! Purgatory of flame! Trick rainbow! Slice through air. Vermilion crescent! Warum kann ich mich gar nicht bewegen? Oh, ich bin paralysiert oder was? Purgatory of flame! Who's next? Your words shall make you vulnerable. Burn! Burn away! Awaken! Burn away! Purgatory of flame! Vermilion crescent! Solid thrust. I think it's time to take a breather somewhere. So, da ist der nächste Fahrstuhl. Ich freue mich, ich bin tatsächlich auch neugierig, was Sifu angeht. Es kommt, glaube ich, 2 Tage vor oder nach Horizon Zero Dawn raus. Und wenn du so auf dieses Vervollständigen stehst, ich glaube, Hades wäre was für dich. Weil Hades macht richtig Spaß beim Vervollständigen. Kann ich empfehlen. Ich hatte und habe sehr viel Spaß damit. Oh, das ist schon wieder so ein Wyvern. Wir pusten erstmal hier. Welche öffnet sich? Die natürlich. Natürlich öffnet sich diese Tür. Ah, die führt nirgendwo hin. Interessant. Gehen wir mal da lang. Geh weg. Du bist den Aufwand nicht wert. Ich sagte, geh weg.
ist noch eine Truhe. Interessant. Oh, hier sind sogar 2. Krieg ich wieder ein Outfit? Schutzsprünge. Und Pfirsichtyp. Ach, der folgt mir immer noch. Is this acceptable? Ja, ja. Super. Ganz tolle Erdbeerwaffe. Sie zergehen quasi. Auf der Zunge. Pardon. So, hier in die Truhe mitnehmen. Himbeermus. Oh, das klingt Tatsache gut. That spinning mist thing really does get the job done. Ja, ja. It's the wind trial after Ernsthaft, all. warum wiederholt sich ausgerechnet diesen Satz? Diesen nutzlosen Satz. Wir pusten mal einfach alle Dinger auf. Ernsthaft? Haben die jetzt wirklich 5 cm Fläche blockiert, nur damit ich quasi... It totally gets the job done. That Yeah, yeah. spinning mist thing. It's the wind trial Ernsthaft? after all. Hört auf, diesen Satz zu wiederholen. You realize she's not going to stop unless you say something else, right? Oh, das ist der Joke. Oh. Oh. Jetzt war ich gerade so schockiert. Ich habe gar nicht geguckt, was es ist. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Was wichtig? Stimmt. Waffe für Diesel, okay. Ja, egal. Ums Equipment kümmere ich mich irgendwann anders wieder. Ich habe jetzt erst einmal komplett aufgestockt und das reicht. So, wo waren doch hier noch Truhen? Da ist der Fahrstuhl. Geh mal aus dem Weg. Pfirsichgummi. Shit. Du dachtest, du hast mich, nicht? Du dachtest, du hast mich. Aber du hast mich nicht. Was war da? Oh. Oh, jetzt fängt das... Jetzt fangen die Rätsel an, okay. Okay, wenn ich es richtig verstehe, schiebe ich durch die Winddinger die Sachen immer runter. Hoch meine ich. Okay, welches Windding war das? Was ist das hier? Okay, ab hier wird's ein Rätsel. Ich weiß, ich müsste wahrscheinlich auch noch mehr aktivieren, aber ich werde erst mal gucken, was ich aktivieren muss. Weil wenn ich raten müsste, gibt es hier oben nämlich keine Winddrehdinger. Never have I seen anything get the job done more than that spinning Oh, come mist on, thing. Edna. Der It Witz wird spins the alt. mist after all. Whoa, Dazzle! You actually put some effort into it. Good job. Don't think about it too much. Just go with the flow. Geld. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass ich Geld eigentlich nie wirklich benutze. Oh, im Fahrstuhl. Hier war irgendwo ein Fahrstuhl. Da. Dash. Weapons ready! That's Miss Miela! Your frozen corpse is going to burn The away! games are extremely powerful. Be on your guard. Vermilion Crescent! Burning Gravity Shard! rules everything. Pillars of Flame! Rabbit Trick! Yeah. Dancing Flame! Ow. Rain of Fire! Burn away! Purgatory of Flame! Rainbow. Yeah! Burn! Burn away! Humility. Pillars of Flame! Focus! Air pressure. Yeah! Burning Ready? Shard! Who's next? Rain of Fire! Burning Shard! Blade Fang! Blow Forth! Burning Echo! Vermilion Crescent! Vermilion Crescent! Oh, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Back off! Burn! Burn away! Purgatory of Flame! Burn! Burning Shard! Yeah! Burn! Burning Shard! That's the way! Burn!
Let's do some fortune telling. Please pick one. Alrighty. Mikleo and Edna will have excellent luck. Wait, what about me? Moment. Alright, weiter geht's, weiter geht's. Moment. Beinahe die Truhe vergessen, die ich hier extra aufgeschlossen habe. Cool, wieder ein Pendel. Oh, da ist noch eine Truhe. Nehmen wir die auch noch mit. Gedämpfter Klang. Bringt mir das was? Weil bei meinem Hauptteam sollte ich ab und zu mal gucken, ob das was bringt. Nein. Ich will nämlich mit ihren schönen, starken Angriff haben. Und das hier, wenn ich den ersetze... Oh Gott, das ist ja noch schlechter. Und deswegen habe ich halt Tatsache das lieber offscreen gemacht, weil ich halt dann genauer gucken muss, wo habe ich die wenigsten Nachteile in Kombination mit den größten Vorteilen, beziehungsweise den meisten Vorteilen. Und das war sehr, sehr lästig. Ich ignoriere dich. Alles Teiler. Oh, sehr schön. Jetzt könnte ich Glubschi nochmal versuchen, aber nein. You ready, Saray? Blazing Festness Meow! Winged Hellions have low vitality. Go Hit 'em for it! hard and fire Fire Dancing, Shower! just leave it to me. Crab Fire! Have some Newland! Dancing Flame! Oh, I need a hand! Burning Shark! Breakthrough! Purify the Burning earth! Shark! Fairies, Killer sweet Flame! dreams! ouch. Vermilion Crescent! Ready? Burning Shark! Ha, Edna, be careful! Vermilion Crescent! Burn away! Earthborn! Don't let up! Burn! So, ich muss mal dieses ganze Geplapper ausschalten. Toss! I think it's time to take a breather somewhere. Ich wünschte, ich könnte dieses ständige Gebrabbel in den Kämpfen ausschalten oder zumindest runterschrauben. Das wäre echt entspannt so. Das Konzept von dem Tempel erinnert mich am stärksten an den Wassertempel aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, oh, den kann ich drehen. Nehmen wir den mal. Ah, cool. Ein anderer Fahrstuhl. Dann gucken wir halt den Fahrstuhl an. Du kriegst mich nicht. Ist viel zu langsam. So, hiermit würde ich wahrscheinlich das unterschreiben. Nein. Okay. Den wollte ich nämlich eigentlich finden. Aber wir nutzen erstmal den Fahrstuhl, um zu gucken, was wir hier oben finden. Cool. Gleich erstmal eine Sackgasse. Ja, kommen wir hier rüber geflogen, ne? Dachte ich mir. Das finde ich auch so bizarr, dass fliegende Gegner diese Abgründe nicht überschreiten können. Aber okay, wollen wir uns nicht zu sehr beschweren. Das hat mich ja gerettet. Da gibt es eine Kiste. Achso, da komme ich noch gar nicht ran. Au! Enemy spotted, Lila! Ready? It's over! Die waren gegen... Au, Nothing au, can au, rush au, will au. make you vulnerable! Lord of Fire! Earthborn! Blood Moon! Scorched Path! Be The gone! dragons have Shake light 'em power up! and defense. Be Rain of cautious. Fire! Burn away! Rampaging Pillars of Giant! Flame! Vermilion Crescent! Rising Burn! Sands! Wo bin ich? Ich verliere gerade den Überblick. Laila, du heilst mich mal kurz. Cleaver! Retro non-elemental attack! Warum habe ich schon mal keine Ausdauer? Au, 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 au. Purify the earth! Was passiert denn?
Ich hasse es. Ich hätte wissen müssen, dass es scheiße läuft. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Egal. Trank des Lebens. Wir haben ja ein paar davon. Heal my ailment. Fluent surge. Do our best. Sonic thrust. Eyes on the prize. This is my path. Healing circle. Earthborn. Sollte mich nicht irgendwer heilen? Rain of fire. Molten wall. Eat this. Pillars of flame. Gotcha. Rock Ringer. Ich hätte schwören können, irgendwer sollte mich heilen. I think it's time to take a breather somewhere. Ja, also... Irgendwer sollte mich doch heilen. Warum hat mich keiner geheilt? Das Heilungssystem ist auch weniger wert, als es sein sollte. So. Was passiert, wenn ich den drehe? Jetzt komme ich an die Kiste ran. Zack. Warum ist der Dings nicht mehr hier? Der, Gargoyle. Ach, verdammt, falscher Knopf. Surely this is fate. It's over. I'll try non-elemental attacks. Lord of Fire. Fire should work. Just leave it to me. Take out Theory who use arts with Vermilion Hitmon. Crescent, Burning Shards. Oh, ist erstmal mit Gargoyle. Vermilion Crescent, Burning Shards. Purgatory Sure thing. Flame. Sweet dreams. Force, Burning Echo, Burning Shards. Focus. Purgatory Flame, Going to hell. Fluent Vermilion surge. Be Crescent, gone. burn away. Final embrace. Vermilion Crescent, don't Time let to up. learn some humility. I think it's time to take a breather somewhere. Ja, aber es ist... Ja, aber der Seraph hat sich ja nur mit mir verbunden, weil ich tot war. Ich habe ja eigentlich da am Boden gelegen in der Hoffnung, dass mich irgendwer heilt. Und das Problem ist aber, dass die Figur, die heilt, sich in dem Moment halt nicht bewegen darf. Oh, das ist ein Speicherpunkt. Ah, wie komme ich da ran? Also ich hoffe einfach mal, es ist jetzt alles so, dass ich durchkomme. Moment, könnte ich jetzt... Oh, ich brauche gar nicht nochmal runter. Cool. Oder? Doch. Gut. Ich hoffe, es ist alles wirklich jetzt so, dass ich da hinkomme. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht aufgepasst, mich. Was mal so Revue passieren lassen darf. Ah, shit. Oder? Doch, müsste gehen. Müsste gehen. Genau, da ist der Fahrstuhl und jetzt müsste ich überall hinkommen, wo ich hinkommen will. Und der Speicherpunkt sollte bedeuten, dass ich fast da bin. Ist da irgendwas von Interesse? Nein. Ah, okay. Wir sind da. Verlassen. Was ist denn verlassen? Welcome, young shepherd. It has been some time, Shepherd Wardell. Indeed it has, Lila. Is this Seraph a shepherd? I was several hundred years ago. So just like Exio, huh? Enough chit-chat. This isn't what we're here for. I assumed as much. Young Seraph of Wind. Dezel. Dezel, this tower in and of itself constitutes the trial. In other words, once you reach its top, you have cleared it. The rest depends on how I feel about you then. Ernsthaft? Sounds like there's a catch. Ja. I bet it has something to do with the sacrifices and the Hellion we met at the entrance. A sharp observation indeed. Ach ja, der kopflose Head on Reiter. up to the platform at the top. There shall I see your mettle for myself, O young shepherd and his friends. Ernsthaft, können wir mal kurz darüber sprechen, wie der Horizont einfach nicht zum Grafikstil des Spiels passt? Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen gemein. Aber es fällt mir halt total ins Auge. Oder gibt es da noch was? Da gibt es nichts, okay.
werde doch jetzt nicht einfach nur die Treppe hochlaufen. Aber ich habe gerade ernsthaft schon wieder ein bisschen Legend of Zelda Vibes. Dieses Mal aber von der Stadt in den Lüften von Twilight Princess. Allerdings nicht wegen dem fotorealistischen Horizont, sondern wegen dem Konzept von diesem Turm. Kräuter. Yum, 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 yum. Ich laufe jetzt nicht ernsthaft nur die Treppe hoch. Ach ja, stimmt, die heilen sich ja durch das Laufen. Ich hatte es schon wieder vergessen. Okay. Käsekuchen. Ich liebe Käsekuchen. Ich gucke mich jetzt mal um. Was ist das? Halt! Nicht Someone's springen! there. Where's that headless hellion? Hang on! Get away from me! Why are you looking to make a sacrifice of yourself? Und wie bist du hier Die. hochgekommen? There's no other way. I killed someone. The man who was exploiting my family. For that reason, people who didn't even know us would curse at our family, throw rocks at us. I only did what I did to preserve my family's happiness, but it's brought nothing but more pain. The Wie bist du hier legends say that hochgekommen? if I throw myself from here as a sacrifice to the gods, then I might have a chance of absolving myself and of restoring my honor. It is my only hope for salvation. If the prospect of life promises nothing but suffering, then better I die. Enough. Let her go, Saray. What? She regrets dirtying her hands for the sake of her family. Seeking restoration of her honor. All she wants is someone's approval. She doesn't even think that she's to blame. What's gotten into Na you, wieso? Im Dizzle? Prinzip räumt sie ja ihre eigene Schuld ein. A Hellion's domain. Oh, bin ich aus Zufall in die richtige Richtung gegangen? Ich dachte, sie wollte eh springen. Damn! Aber ernsthaft, Rose! Micleo! Stop that headless bastard! wie ist sie hier hochgekommen? Got it. So no need for me this time? Let's leave it to them, Edna. Sehr cool. Jessel? You want to die? Then why are you hanging on so tight? Jessel! Eyes on the prize, you headless freak. There are plenty of times when I've wondered if I truly did the right thing. We all have. That feeling of loneliness, it can drive you crazy. But the idea that sacrificing yourself will erase your sins, it's a fallacy. Killing yourself means nothing to the Seraphim. But You worked so hard to protect your family. Do you want to leave them all alone? For the sake of a sacrifice that has no meaning at all? I don't want to die. Keep struggling. That's the fate of all with blood on their hands. I know I sound pretentious, but my friends tell me I need to stop trying to bear everything by myself too. We all need our families. If you work together, I'm sure you'll find some way out. I'll try. But your trial is not over. That's right. We Ich bin still gotta echt stop him. in die richtige Richtung gegangen. Interessant. So, was kannst du? Schwäche feuern ab. Oh, come on! Wir haben mir schon wieder Mikleo untergejubelt. Ich weiß, es ist wegen der Story-Cutscene, aber das Spiel muss aufhören. Das ist
ja, vielleicht nicht mit Abstand, aber es ist einer der größten Kritikpunkte, die ich an diesem Spiel habe. Das ist eiskalt mir immer wieder das Team zerfickt, weil es das neu durchwirft, teilweise mich in die Rolle eines anderen Charakters stellt, also in Sorays Schuhe wieder steckt, obwohl ich eingestellt habe, dass Rose die Spielfigur ist. Und oh mein Gott, ich habe die Ahnung, dass es wieder so ist. Nein, ist es nicht. Sehr schön. Aber, verpiss dich. So. Use status ailments on the undead. Lion's Howl! Burn away! Warum bist du jetzt schon tot, Soray? Burn! Burn! Burning shards! Purgatory of flame! Attack! Vermilion Valpino. crescent! Burning shards! Vengeance I'm in Fang! a bind here! Burn away! Geo... Dazzle, du kümmerst dich mal ganz kurz um den da. Nein. I won't lose this time! Lord of Wind! Rhapsody! Go! Red! Burn Carve away! my path! Pillars of flame! Whirlwind slash! Burning shards! Purgatory of flame! Go! Here goes! Vermilion crescent! Burn away! Pillars of flame! Vermilion crescent! Burn away! Pillars of flame! Burn! Burn away! I'm in a bind here! Burn away! Just Purgatory of focus. flame! Lion's Howl! So, Soray, weil du doof genug warst, eure Verbindung aufzubrechen, heilst du mich jetzt mal einfach. Der kann Hilfe holen. Interessant. Rainbow flame! Burn away! Just focus on battle! Vermilion crescent! Concentrate! Vermilion crescent! Vermilion It can't crescent! end here! Scumbag! Geostigma! Lukai Gurlin! Purgatory of flame! So, du darfst dich ausnahmsweise mal selber heilen. There! Vermilion crescent! Burning Steel shards! Purgatory of Carve flame! my path! Let's get him! Burn! Burn away! Violent projection! Dancing flame! Fear Feel my my ruins! ruins! Break through! No Violent escape! projection! Toward... Okay, scheinbar habe ich ihn früh noch aufgehalten. Was holt der denn für Hilfe? Andere Monster, die ich schon gesehen habe? Oder? Weil jetzt bin ich natürlich neugierig, weil ich habe ihn ja erstaunlich schnell platt gemacht. Oh! Er kann Schattendoppelgänger. Interessant. Das wäre lästig. So this is what became of all those sacrifices. A warped idol, born of a warped religion. Wie ist sie hier hochgekommen? You're gonna Ernsthaft. be alright. Can you stand up? Are you the shepherd? Yep. I'm called Saray. Then are the gods, I mean, are the seraphim with you? Yes, a wind seraph accompanying me named Dazzle is the one that saved your life. Hey, keep me out of this. Oh, thank you so much, Seraph Dazzle. Really, truly, thank you, thank you. I promise that I will live bravely from now on. Nee, ist I'll klar. look in my soul and find a way to believe in myself. Aw, he's embarrassed. We still have a bit more business here. Think you can get back down by yourself? Yes, I'll be fine. I'll have someone from the Frontier Patrol take me back to town. Yeah, good idea. Somehow it all worked out. So, kann ich jetzt noch in die andere Richtung gucken? Aber das scheint nichts zu sein, ne? You have shown me not shit. only your strength, but your spirit and bonds as well. You are more than qualified to receive the spiritual power of wind. You speak of spirit? Bonds? Surely you have noticed, Dazzle, that which is attached to your being at this very moment.
It is not something that you should deny. You felt the voices of your companions and acted of your own will without any need for words. Are we done with this yet? Get it over with. Do you have something against developing true friendships? Why? There's something very important that I have to do. You should have picked up on that by now. And it is with true friendship that many obstacles may be surmounted. That you have reached this shrine, overcome the trial, and now stand here at this very altar serves as testament of that fact. Now then, let us offer a prayer. To the young wind seraph, and also to the young shepherd. What awaits you on the path ahead, none can say. Heartbreak, redemption, endless possibilities. Never lose the guiding light that will lead you safely to the end of your journey. Yes. Light, huh? So then, Shepherd Soray, may the light shine always on your journey. Thank you, Wardell. How you feeling? Okay? Yeah. I just wanted to thank you. Huh? Dazzle, you mustn't push yourself too hard. Hey, at least you got to do something out there. There's no need to stay here. Let's go. Are you all right? The power isn't affecting you, is it? I'm fine, but thanks for worrying about me. We've obtained all 4 spiritual powers. Think we're ready for Heldolf? Nein. Well... No way to tell until we try, right? Ernsthaft? Yeah. But first, we gotta track him down. How? He hasn't exactly been mailing us postcards. Wer We weiß, know wir where he bewegen uns immer. was. Why not start there? The battlefield. Works for me. Bin mir nicht sicher, ob das nicht ziemlich arrogant ist. Zu sagen, ja, ja, wir gucken mal, ob wir jetzt fertig sind für den absoluten Endboss. So, kann ich hier runter? Kann ich den kurzen Weg bitte nehmen? Weiß nicht, ernsthaft durch den ganzen doofen Tempel nochmal durch. Gibt es einen Shortcut? Ich hoffe, es gibt einen Shortcut. Es gibt keinen Shortcut, oder? Nur ernsthaft durch diesen ganzen doofen Tempel durch? Ach. Ach so, dann kann ich jetzt wenigstens, während hier nur der Wind weht, meine Theorie mal kurz kundtun. Ich habe langsam das Gefühl, dass uns Daisel verlassen, wie spreche ich das aus? Es ist kein, erstmal tauschen wir euch aus, sorry. Daisel, weil es ist kein A drin, deswegen kann ich ihn, glaube ich, nicht Daisel aussprechen. Daisel würde uns, glaube ich, noch verlassen. Habe ich so gerade das Gefühl, es wäre klassisch Anime, was sehr dafür spricht, dass es passieren wird. Und dafür wird uns dann nach kurzer Lückenhaftigkeit unseres Teams uns der andere Windseraph, der Wildfang, wird dann zu uns stoßen. Weil er Bock hat, den dunklen Lord zu besiegen, weil er sich für den Stärksten hält. Das ist gerade meine Vermutung. Das ist meine Theorie. Mal schauen, ob ich recht behalte. Ich hasse, dass ich durch diesen scheiß Tempel jetzt immer durch muss. Dafür gibt's Shortcuts. Dich habe ich übersehen. Was sind Apot-Gegner? Keine Ahnung. Ach so, das sind wahrscheinlich diese Schlangen. Klar, warum nicht? Schlangengegner. Ah, okay, ja, hatte ich mir auch gerade zusammen. Wem kann ich das geben? Wo stört es mich am wenigsten? So, gehen wir es Daisel. Oh, Daisel ist schon fertig. Okay. Dann geben wir es einfach mal... Geben
was Mikleo. Scheiß drauf. Viel Spaß, Mikleo. Den Weg habe ich vorhin voll übersehen, scheinbar. So. Jetzt muss ich wirklich nochmal durch. We found quite a few discovery points. Exploring ruins is all well and good, but you have to be careful when getting sidetracked like that. Really? If you don't look properly at where you're going, you might turn the corner and bump into someone. That's when you gotta use that fancy footwork of yours. Take a quick back step. Actually, Rose, it would be most appropriate to sidestep in that situation. Yeah. And then, if you could coordinate it with other battle actions, then you could easily increase the stun rate. That'd be a pretty sad scenario for whoever you bump into. Oder kann ich mir jetzt wegwarpen? Ach, ich gehe einfach runter. Mal gucken, ob ich den Weg noch kenne. Ach. Geh weg. Geh einfach weg. So, du fährst auch runter. Oh, ich hoffe, ich muss jetzt keine Rätsel lösen, um hier einfach runter zu... Ach, scheiße. Den wollte ich nicht. Haha. So, wo muss ich lang? Ernsthaft? Ach. Mein Fahrstuhl ist da drüben. Geh weg. Du störst. Ja, das hilft nicht. Will mich halt nicht wegwarpen für den Fall, dass da unten noch irgendwas ist, was ich machen muss. Also weshalb ich aus dem Tempel buchstäblich rausgehen muss. Ist nämlich so mein Verdacht. Cool. Oh. Ups. Ernsthaft, selbst Pokémon hat das besser gelöst. Und Pokémon löst selten Dinge besser als andere Spiele. Aber auch die haben, wenn man am Ende angekommen ist von so einem Scheiß, die Möglichkeit, dass man schnell wegkommt. Weil es ist jetzt ähnliches Konzept wie die Stahlarena von Diamant und Platin. Diamant und Perl. Diamant und Platin. Haha. Und da gibt es einen Fahrstuhl zum Schluss, der deinen nach Hause bringt. Das ist der richtige Weg. Oh, das ist der richtige. Ja, das ist der richtige Weg. Ach! Come on! Ich mache das wirklich nur aus Sorge, dass ich halt irgendwas sonst nicht trigger, was ich triggern muss. Ernsthaft, The Legend of Zelda macht das seit über 20 Jahren schon ganz gut. Dass wenn man am Dungeon fertig ist, kriegt man einen Teleportpunkt, der oh, come on! Der einen zum Anfang des Tempels zurückbringt. Ey, das ist doch zum Kotzen jetzt. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe, da unten wird eine Cutscene getriggert. Ich hoffe, da unten wird eine Cutscene getriggert.
Nicht dein Scheiß Ernst. Was ist das? Nope. Ist es das? Ich glaube auch nicht. Aber mir gehen langsam die die Windräder aus. Da ist noch eins. What's that? Ah. Zerstörte Windmühle von... Cool. Und nu? Und nu? Komm ich? Come on. Ich muss da irgendwie wieder rauskommen. Ist da ein Windrad? Ah, ich hasse es. So sehr. Okay. Wird da unten überhaupt was getriggert? Weil ich kann einfach... Die einzige Windmühle, die noch da gewesen wäre, ist die da. Was übersehe ich? Weil die können wir doch nicht den Weg abschneiden. Was übersehe ich? Was ist das vielleicht? Habe ich das falsch gemacht? Okay, schon mal, war das... Habe ich das falsch gemacht? Okay. Nein! Guess we should do this. Purging flame surrounds me! Oh, ich habe keinen... Concentrate! I'll end this! Hello, little Ghost Gate! Lord of Fire! winged hellions have Rain low of fire! vitality. Surge! Hit 'em hard and fast. Predatory Take out blast! aliens who use Blast! arts with hidden arts. Vermilion Crescent! Vermilion Crescent! Be careful. Rain of Fire! Your words shall make you Break break through! Burning Burning Shards! Predatory Flame! Flame. This is it! Guess Vermilion this is Crescent! trouble. Burn away! Focus! Don't let Predatory up! flame. Try this on! Break through! Full Burning range. Shards! Let's keep it up. Predatory Flame! Barrier. Flow Dang it. forth! Pull Burning together. Echo! Gravity Break rules through. everything. Scorch Now's my sound. chance. Trigger. That's the way! Break Have through! some Burn wind. away! Burn! Shake 'em up! So, how's Saray doing? He's yet inexperienced, but he's got potential. You're quite critical of him. He just doesn't respond to my jokes like you do. Didn't you mean his shepherd aptitude?
So. That was a tough enemy. Naja. Let's prepare for our next battle. Nein, come on. Come on. So schwer war es jetzt nicht. So, so, ich glaube, ab hier sind keine Rätsel mehr, denke ich. Ab hier kann ich, glaube ich, einfach so durch. Denke ich. Versuchen wir es einfach. Ich habe übrigens komplett die Orientierung verloren an dem Punkt. Nur fürs Protokoll. Aber ich glaube, jetzt sollte ich ohne Probleme weiterkommen. So, ja. Ich glaube, ich habe meine Orientierung wieder gefunden. Wir sind fast unten. Gott sei Dank sind wir fast unten. Zack. Ich hoffe, mein Abstieg lohnt sich. Ich hoffe, da unten wird irgendwas getriggert. Ist der richtige Weg? Ja. Ich meine, der Wassertempel war wenigstens freundlich. Ja, ich bin unten. Halleluja, ich bin unten. Der Wassertempel war wenigstens freundlich, hatte zumindest einen Teleporter bereit, dass ich einfach rausgehen kann. Wir haben es geschafft. Endlich. Und es hat sich nicht gelohnt. Ich hätte mich einfach raus teleportieren können. So, wo muss ich jetzt hin? Was ist das Ziel? Gehe ins westliche Gelefed, wo Heldaf war. Dann teleportieren wir uns doch von dort mal dahin. Ja, vielen Dank. Gelefed-Senke. Cool. Ja. Was meinst du? Was habe ich absichtlich gemacht? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Wait, what? Da war ein Teleporter? Warum hast du nichts gesagt? Nein, ich habe das natürlich nicht mit Absicht gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Teleporter ist. Nicht spoilern, das ist kein Spoiler. Das ist eine Zeitersparnis. So, warum kann ich hier nicht hin teleportieren? So, was ist denn dann am nächsten dran? Ja, es freut mich, dass du dich amüsiert hast. Ich habe mich geärgert. Das geht negativ in die Bewertung des Spiels ein. Nein, ich werde jetzt nicht nochmal nach oben gehen. Ich werde jetzt einfach das Spiel spielen. Und wie kann ich mich jetzt am besten teleportieren? Das Schlachtfeld. Wie komme ich am schnellsten zum Schlachtfeld? Ja, aber die Kleefeldsenke kann ich gerade noch nicht machen. Da kann ich mich nicht hin teleportieren. Da gibt es Kleefeldsenke auch.
Und das ist eine Ruine, die ich nicht ansteuern kann. Nämlich die bei der Kleefeldsenke. Gehen wir über die Lamora-Kühle. Ja, das wäre die Lamora-Kühle, meine ich. Guck doch mal. Kleefeldsenke ist da. Ja, die Lamora-Kühle würde mich, glaube ich, da rausspucken. Oder ich mach's mir einfach und gehe von Marland. Die Stadt des großen Baumes. Da muss ich nämlich nicht so eine doofe Höhle laufen. Shouldn't we tell Saray and the others about how useful the lords of the land are? If you keep babying them instead of letting them think for themselves, they're just gonna turn into, well, babies. But then again, they do need to know things like how the affected area is predetermined, and how boons increase as you engage in more battles. And also how, if there's a skill you want, you could ask a Norman to increase the enemy drop rate. And not to mention how, as you acquire more boons, the amount of boons you can make effective increases as well. If they knew that much, it'd be plenty. I just want to make sure that, if they wind up in an area with no boons, they know to focus first on restoring the Lord of the Land's blessing to the area. Even if you don't have confidence in your battle abilities, common sense is common sense, no matter how you cut it. Huh. Interesting. Did you eavesdrop on our conversation? What, is that a crime? Erstens, ja, Mikleo, das ist ein Verbrechen. Zweitens, überschätze mal meinen Common Sense nicht in Sachen dieses komischen Systems, was hier ist. Wo muss ich hin? Ich muss da lang. Was ist? Nein, da lang. Oh, ihr habt jetzt Wachen am Tor. Das Schlachtfeld ist nah. Wir speichern mal. Ich meine, nicht, dass ich am Ende wieder auf dem Turm lande. Das wäre irgendwie ein bisschen ärgerlich. Wo ist das Schlachtfeld? Das Schlachtfeld ist... Da. Einfach geradeaus, okay. Einfach geradeaus. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dunkle Lord dort ist, weil es wäre zu einfach. Und außerdem, mir fällt gerade auf, wir haben doch die Generälin haben wir doch gefunden, oh, die ist verstopft. Was, eine Generälin? Auf jeden Fall die Vertraute von, Gott, wie heißt sie? Shiala nicht, Ashila? Alicia. Die ja das Schwert geklaut hat für den dunklen Lord. Und den bösen, das böse Mädchen, also die böse Seraphim, haben wir auch noch nicht kennengelernt offiziell. Wir haben sie nur gesehen. Also es ist noch so viel offen, aber ich glaube, wir sind halt wirklich maximal bei der Hälfte gerade. Die Spannung mit Rowlands im Westen nimmt zu. Entsprechend wurde Kleefeld gesperrt. Verschwinde. Cool. Der Weg war also umsonst. Und da ist mein Quest. Gut, dann wollen wir über den Fulgrandwald. Cool. Natürlich ist der Teleporter auch auf... ich muss nur ganz kurz durch. Da dieses blau leuchtende Ding. Nur ganz kurz. Ich verspreche, ich gehe nicht aufs Schlachtfeld. Können Sie mich kurz durchlassen? Nein? Cool. Dieser Stream ist wieder von Erfolg gekrönt. Das ist mein anderes Leuchtding. Ich meine,
nach allem, was ich gelesen habe, brauche ich noch mindestens 20 Level, bevor ich dem dunklen Lord auch nur ansatzweise entgegentreten kann. Und dann wäre es ein stures Durchdreschen, was ich mir gerne ersparen will. Ich habe übrigens heute kurz überlegt, ob ich für die Pokémon Nuzlocke noch ein Grinding-Stream mit reinpacke. So vor dem Montag noch. Dann habe ich mir die Level nochmal angeguckt und mir überlegt, was ich vorhabe. Und ich denke mir, nein, die Siegesstraße sollte reichen. Die Siegesstraße sollte reichen. Und vor allem das Farmen für Trassler. So, ich würde sagen, der Eingang zur Lamorak-Höhle? Was ist am schlausten? Was ist am schlausten? Gehen wir zur östlichen Senke. Wir gucken da mal. Perfekt. Gut, dass ich mich nicht dafür entschieden habe. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Steht doch wer. Ihr schon wieder. Delivery confirmed. You Sparrow Feathers definitely know how to secure quality goods. Now, about our next order. Sorry, but something else has come up, actually. We hope to do business with you again, though. Felice, Talfrin. Boss! What perfect timing! Work? Yeah, we got... Hey! We got something we should discuss elsewhere. Come on over here. All right. Verdächtig. We were approached by a secretary from the Roland's government. It looks like a job offer. What? Is this secretary the steward to the Emperor? That's right. Plus, we got some juicy info, too. It seems that the Queen of Roland's is making moves to adopt the child of her late brother. Interesting. The current Emperor is the son of the previous one, but the Queen wasn't the mother. Right. And she once conspired with her own son in an attempt to shift the line of succession to him. You remember how that all worked out. You can bet the secretary hasn't forgotten either. Sounds fine. I'll handle it. You're taking the job? You realize this client is our sworn enemy. Remember the creed of the Scattered Bones. If the job itself is a necessary one, it doesn't matter who the client is. That's what we stand for, isn't it? I suppose it is. Gosh, boss. I don't know what we'd do without you. And that's why I'm the boss. Anyway, how should we approach the client? We'll sneak into Pendrago Castle. Seriously? The client's probably too skittish to come meet with us personally, and a proxy won't do it all. I need to judge the client for myself. Got it. If we're headed for the castle, I better call up everyone. Don't worry. I'm going with her. There's some things that Shepard can't ignore. Huh? You sure? Is this okay, boss? Rose, it's looking like the Imperial family has somehow gotten mixed up with Hellions. We should go by ourselves. Talfrin, Felice. We'll go by ourselves. It'll be easier to get around that way. All right. Take care out there, boss. Saray, you watch over our boss now. You hear? Will do. I feel kinda guilty, getting you all wrapped up in the affairs of the Scattered Bones. It's really okay. I should be there for you. All the more so if Hellions might be involved. Finally, it's time. Let's get going to Pendrago. Tezel, you're really going through with this? Better late than never. What's this about? Ja. You don't need to know. Doch. Oh, come on! Just tell me! Wir sind ein Team. Hey, cut it out!
Get the hell off me! What an adorable couple. Hey, can it, Pixie? Let's get moving. Dezel, are there really Hellions in the Roland's Imperial family? You're slow to catch on. Go see for yourself. Hey. Yes, Saray, I know. It's cool, guys. I love being kept in the dark. Sorry. I promise, just a little bit longer and we'll be able to explain. Ernsthaft? All right, if you say so. Ich blick selber gerade nicht mehr durch. Okay, von einem Teleport zum nächsten. Nach Pendrago wollten wir. Ernsthaft? Oh, er macht's mir echt nicht leicht. Was ist am nächsten dran? Okay, ihr wollt nicht, dass ich nach Pendrago reinspaziere. Verstanden. Ich glaube, das südwestliche Jagdrevier müsste am nächsten sein. So, wir ignorieren mal wieder die Gegner. Oh, Grinden wird so ein Spaß. Aber wir gucken erstmal. Also, wie gesagt, ich streame heute, um es mir offen zu halten, dass ich grinde bis zum Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich mache, aber so ist das Potenzial wenigstens da. Gucken einfach mal, was hier jetzt noch storytechnisch passiert. Wer weiß, vielleicht kommt uns ja der dunkle Lord jetzt einer Treppe entgegen und stolpert ganz unglücklich, bricht sich das Genick und das Spiel ist zu Ende. Also, wer weiß. Kann ja alles passieren, ne? Soll schon vorgekommen sein. Achso, sah es für mich gerade wie was ganz anderes aus. So, wir sind gleich in Pendrago. Von diese ganzen Namensanspielungen an die Artus-Sage. Sind wir bald da? Sind bald da, sehr schön. Steht da? Da steht auch jemand. Wer steht da? Zavid! Somehow I'm guessing this ain't a coincidence. Just a word of friendly advice. Leave your opponent this time to me. Don't mess with me, Zavid. I'm not messing with you, especially not now. You can listen to me or not, your choice. But I'm handling this either way. Like hell. Was ist eigentlich euer Problem? Fair enough, Dezel. But just so you know, there's 2 people left that I've still got a score to settle with. And I didn't save these last 2 shots of mine, just to throw them away. What are you even talking about? Mickey boy, when a man says he means business, he means business. Don't ever forget that! Oh nein, wir müssen jetzt schon mehr gegen ihn kämpfen. Now! Come at me! Ich dachte, er This is ridiculous! wollte seinen Schuss nicht verschwenden. Scumbag! I'm not letting an ass like you interfere with my plans. Gonna have to beat this ass first before you can say. Cool, dass ich... Oh, das mache ich halt wieder. Schon wieder. Warum habe ich jetzt Daisel an der Backe? Ah, ich hab's wirklich nicht realisiert. Ich wollte eigentlich mit... Buh. Be that. Saray, I'm handling this. Don't you dare try to keep me out of it. Here I go.
flame! Constrictor! Wrath! I'm in a tight spot! That wasn't strong enough. Ich hasse es. Ich hasse es. Jetzt verliere ich den scheiß Kampf, weil mir das Team wieder durcheinander gewürfelt wurde. Das kann nicht euer Ernst sein. Ist doch scheiße. Und du, Knallkopf, könntest auch mal auf die Idee kommen, zu sagen, ey, vielleicht keine geile Idee, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit dem falschen Ding da arbeite. Morning, I'm up. That's Miss Yellow. Oh, resonance! 1, 2, 3. Burn away! Pillars of flame! Rend! Burn! Magnetic field! Steel stigma! Constrictor! Wrath! Burn! Burn away! Also du darfst dich mal kurz selber heilen, weil ich habe keinen Bock hier. Soul resonance! Whoa, there! Burn away! Pillars of flame! Saray, keep Scumbag. your Vermilion wits about Crescent! you. Tiger Blade! Shadow Shot! Millions defending! Rain of flame! Scorch them! Rain of flame! Burn away! Gale Force! Darn it. Vermilion Run 'em Crescent! through! Hey, why don't you let your guard down? Slow or good as dead. Back off! Okay, du als erstmal den Trottel. Ich komme mal Hey, eben sweetie, klar. stay with me. Vermilion Crescent! Burning shards! Saray. Pillars of Yeah, flame! thanks. No Dancing escape. flames! Scum Crash like you fire! should die. Break through! Burn away! Pillars of flame! Fell beast! Vor allem finde ich es cool, dass er sagt, er will seine letzten 2 Schüsse nicht verschwenden. Und dann verschwendet er den ersten von seinen 2 letzten Schüssen scheinbar dafür, nochmal gegen uns zu kämpfen. Was ja nun offensichtlich die Definition von Verschwendung ist, weil es ein unnötiger Kampf aus seiner Sicht ist. Gott, manchmal machen die Erklärungen im Spiel leider auch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das mal so sagen darf. Rose! Thanks! Burning shards! Renting Pillars gale. of flame! Radiant heat! Flow forth! Burning Scum echo! like you should die! Yeah! Vermilion crescent! Hellgate! Whoa! Here's a beatdown! Wait for now! Oh, there! With that, Strike! slow or good Wieso as bist dead. du gestorben? Neck is fine, right? Erstmal. Better kiss me back. Quickness! Gonna Last feel one, the huh? burn! Thanks. Metal radiant heat! Lord of Cool. Cool, ihr müsst natürlich jetzt unnötig Scheiße bauen. Wind! Shoot! Morning, I'm You up! mad? That's Miss Yellow! You're pretty good. Now it's slash! Break through! Burning shards! So, du heilst dich mal selber, du Vollidiot. Alter, reiß dich doch einmal zusammen, Saray. there! Burn! Burning shards! Hey, Vermilion buddy. crescent! Burn away! Pillars of flame! Here I go! Burning Hey, baby. shards! This is Purgatory fun. flame! You feel it? Burn! Here I go! Guess I... Unnötig. Absolut unnötig. Also gib mir Erfahrungspunkt dafür. Damn. You're a lot better at this than you used to be. Hey, if you can't stop this fool from killing the Hellions, then try using this. Its power can stop malevolence from binding with people. Got it. I'll give you my very last shot. You can pay me back later. Why do this? Ja. Hell if I know. Go on ahead. Zavid needs a nap. Es macht alles gar keinen Sinn. Bis vor kurzem wollte er noch unbedingt 2 Menschen töten. Aber wenigstens kriege ich jetzt Erfahrungspunkt. Nein, ich kriege keine Erfahrung. Ich hasse sowas. Ich meine, es macht halt wirklich gerade gar keinen Sinn. Let's restore our health. Ich bin gerade so angefressen. Ich bin nicht enttäuschend, ich bin auch nicht enttäuscht.
Ich finde es gerade nur irgendwie irritierend, weil, come on. Erstens, was zur Hölle soll das Spiel? Warum packst du mir immer Leute ins Team, die ich nicht ausgewählt habe? Zweitens, verstehe ich auch jetzt nicht, warum hat Said plötzlich seine komplette Motivation über den Berg, einfach über den Haufen geschmissen? Sagt noch vor dem Kampf, ich habe 2 Kugeln und ich habe noch mit 2 Leuten ein Hühnchen zu rupfen und ich habe diese 2 letzten Schüsse nicht umsonst aufgehoben, um quasi anzudeuten, dass er die für diese 2 Leute aufgehoben hat. Und dann, pang, der ersten Schuss vergoldet, indem er gegen uns kämpft und dann sagt er, übrigens, hier, mein allerletzter Schuss, könnt ihr haben. Ich habe ja nichts zu tun. Das ist mal richtig faules Storywriting. Alter, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es macht in der Charaktermotivation überhaupt keinen Sinn. Dass Said jetzt plötzlich sagt, ja, dann eben nicht, ne? Viel Spaß. Es macht so keinen Sinn. Hat er jetzt das wenigstens als Waffe gekriegt oder ist es... Nein, es ist natürlich irgendwie was anderes. Das ist wahrscheinlich ein Schlüssel-Item oder sowas. Ein Key-Item. Ich bin gerade ein bisschen angefressen, weil das macht keinen Sinn. Bis jetzt dachte ich mir, ey, vielleicht wird aus diesem Zahid-Charakter nochmal was Interessantes. Aber jetzt muss ich halt sagen, Alter, so krass hat auch keiner in der Geschichte des Animes den Ball gedroppt. Ernsthaft. Oh, war das schwach. This thing sure is weird. Is that the thing Zavid gave you? He said that it's a tool that shoots out power. Yeah, and that's how he gets power to oppose the malevolence. So, if you shoot yourself, you gain more power. If you shoot someone with it, you sever their ties with the malevolence. So it's kind of like a bow that only fires arrows of pure energy. Is that it? These bullets have that kind of power? Presumably. And this is the last one, huh? Looks like it. Assuming we can't figure out how to make more. How about we take it apart and see if we can... No way. I know. We probably wouldn't know how to put it back together if we did that. We need to treat it with care. It's obviously valuable. An arrow of force. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Aber egal. Wird wahrscheinlich eh dazu führen, dass wieder alles im Bach runtergeht. Eine andere Erklärung kann ich langsam nicht mehr. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Waffe wichtig ist, aber okay, er hat aber gesagt, er hat mit 2 Leuten noch ein Hühnchen zu rupfen. Du deutest ja jetzt an, dass eine dieser Personen er selbst war. Aber es macht es halt irgendwie trotzdem nicht besser, weil dann hätte er trotzdem immer noch diese eine Person, die du gerade nicht weiter erwähnen kannst, ist er dann trotzdem noch sein Hauptziel. Warum sollte er einfach aus Jux und Tollerei sagen, ja, dann eben nicht, ich brauche meine Rache ja nicht. Aus Gründen, die ich auch nicht weiter erklären muss. Viel Spaß. Es macht keinen Sinn. Es macht Tatsache motivationstechnisch für den Charakter keinen Sinn, dass er das jetzt einfach mal so aufgibt. We'll have to wait for nightfall to sneak into the castle. Why don't we chill at the inn for a bit? Und darüber bin ich halt wirklich verärgert. Das merkt man, glaube ich, auch gerade so. Die Familie mit dem Hund, ist mir jetzt mal egal. Wir gehen mal ins Inn. Ja, aber es hat ja schon keinen Sinn gemacht, dass er erneut gegen uns gekämpft hat. Er hat auch schon vor der Windprüfung gegen uns gekämpft. Es hätte für diesen Charakter meiner Meinung nach viel mehr Sinn gemacht, dass er das auf Teufel komm raus versucht und dann im Zweifelsfall dabei scheitert. Aber es halt versucht oder halt bei dem Versuch auf uns nochmal trifft und dann halt, weil er scheitert, halt wir ihm helfen oder sonst irgendwas. Ja, okay. Aber Stand jetzt muss ich halt sagen, es passt, die Motivation hinter der Aktion passt halt nicht zum Charakter.
Wir speichern den nochmal, weil ich glaube, wenn wir gegessen haben, bricht wahrscheinlich eine Cutscene los oder sowas. Und dementsprechend... I guess something like this is right. Ja, Klappe zu, Mekleo. Steak. Nope. Stellt 50% der KP wieder her, wenn die KP der ganzen Gruppe unter 40% liegt. Das wäre interessant. Saure Gurken. Nope. Halt verlangsamen, wenn verlangsamt. Gebackene Tomate. Irgendwas sagt mir, eine gebackene Tomate sehe nicht so straff aus. Meine Erfahrung mit Tomaten ist, wenn die gebacken oder gebraten werden mit Schale, dann schrumpeln die so ein bisschen zusammen. Auch wenn es interessant aussieht. Ich glaube, wir nehmen hier den Draco-Eintopf. Für 900. Ich habe ja Kohle. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Kohle habe und was ich damit machen soll. Alright. Zeit für ein Duell. Es ist dunkel. So, wir wollen wahrscheinlich zur Burgdiözese. Moment, bin ich falsch. Ist da lang. Oh, nein, wollen wir nicht. Cool. Kräuter. Übrigens würde ich das niemandem empfehlen, in der Stadt einfach mal so Kräuter an so einer Ecke zu pflücken. Weil es ist ziemlich sicher, dass irgendwer oder irgendwas draufgepinkelt hat. Aber gut. Es ist Fantasyland. Und ich muss mich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen abreagieren, weil das mit Said hat mich echt angepiekt. Aber gut, tief durchatmen. Okay. Alles wird gut. Weiter geht's. So, wo ist das Schloss? Da war die Kirche. Oder? Oder war da das Schloss? Oder muss ich erst ins Nordviertel? Oh, ich muss mit Rose sprechen. Aber wie wollen wir uns hineinschleichen? Macht es dir etwas aus, wenn wir uns zunächst die Stadt anschauen, bevor wir zur Burg gehen? Wenn wir uns schon hineinschleichen, können wir vorher auch das Gebiet gründlich erkunden. Ja, weil wir brauchen ja einen Fluchtweg. Macht Sinn. Das ist eine zu offensichtliche Bühne. Haha, weil du jetzt eine Pistole hast. Das ist wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, wir landen auf dieser Bühne. Und ich bin mir ziemlich sicher, im Rahmen einer Hinrichtung. Ist so ein Verdacht. Weil dieser Bereich ist zu auffällig. Ja, wir gucken einfach mal. Ah, cool. Wir haben also nur... Aber das war doch die Kirche, oder? Irre ich mich gerade? Die Kirche komme ich auch nicht mehr... Zuerst sollten wir uns die Stadt mal vorsichtig ansehen. Ja, ich weiß. Das sagt mir ja gerade, aber ich... Ich habe die Stadt angeguckt. Mehr Stadt gibt es nicht zum Angucken. Weil die halbe Stadt abgesperrt ist. Aus Gründen. Egal. Ich glaube, wir waren noch nicht beim Turm. Weiß nicht. Das wird wahrscheinlich das Schloss sein. Geh mal rein. Hallo. Was kann um diese Zeit so wichtig sein? Hört zu. Heute Abend findet in der Burg eine Versammlung von Kirche und Rittern statt.
Sind euch die Spannungen bewusst? Geht zurück, wohin auch immer ihr wohnt, bevor ihr die Sabotage oder Schlimmeres verdächtigt werdet. Okay. Und nun? Wir haben uns die Stadt angeguckt, Rose. Rose, wir haben die Stadt angeguckt. Mehr Stadt gibt es wirklich nicht mehr. Alles, was an Stadt noch übrig ist, ist abgesperrt. Man muss sich jetzt wirklich in jedes Loch gucken. Oh. Achso, die geht wahrscheinlich nicht auf. Ja. Natürlich geht die nicht auf. Okay. Was will das Spiel von mir? Scheinbar haben wir die Stadt noch nicht gut genug erkundigt. Gehen wir mal hier durch diese Gasse, damit wir auch ja die ganze Stadt erkundigt haben. Wird Pendrago zerstört oder was? Man muss jetzt hier durch jeden Schlupfwinkel gehen. Will ein Mond auf die Stadt herabfallen? Weil ich habe halt wirklich alles... Ich bin alles abgelaufen. Alles. Ah. Cool. Und warum... Ich wollte doch zur Burg. Zum Schloss. Well, if it ain't the boss. Ach, der Fuchs. Welcome. Lunar! But you look like a hellion! Oh dear, look at that face. You're scaring me, boss. We don't have time to toy with the likes of you. Come on, I'll settle this right here and now. What exquisite anger. It makes me so hungry. Here he comes. Okay, können wir noch mal kurz feststellen, dass es keinen Sinn macht, wenn mir vorher gesagt, ey, wir wollen uns ins Schloss reinschleichen, dass wir dann wieder aus der Stadt rauslaufen? Ich weiß nicht, ich habe mich gerade schon aufgeregt, aber das macht auch keinen Sinn. Oder habe ich irgendwas übersehen, dass man hier offensichtlich zur Stadt rausläuft, um die Story voranzutreiben? Ich verstehe es halt gerade wirklich nicht. The malevolence he emits is incredibly strong. You mean it's just like with the Cardinal before? Don't think about anything else until we beat it. Got it. I got you. Radiant I'll hit! settle this. One through! Windlass! Attack, fell beast! May your soul strike! Vengeance! Storm! No use defending! Strike! Door decay! Blazing One forward! through! Windlass! Slash! Fall! Lightning strike! Torn asunder! You can't be finished yet! Leave nothing! He is I like destroyed! this! Million rings! I like this! How is What? So, how's Saray doing? He's yet inexperienced, but he's got potential. You're quite critical of him. He just doesn't respond to my jokes like you do. Didn't you mean his shepherd aptitude? Okay, den Dialog hatten wir auch schon wieder. Damn it! Still not enough? It's the end of the line, Lunar. Now! Got it! Oh oh. Alles ist What schwarz-weiß. is this feeling? Watch out! There's someone else here! Might you refrain from acting out of turn? That voice! Shut up! Don't interfere with me! Oh, das kleine Foolish, Mädchen reckless wahrscheinlich. fox. Your role was to lead them on, if you recall.
If you act recklessly and provoke his anger, what will we do then? Wait! This wasn't the plan, but I'm flexible. Oh, Whoa! What the? okay. Attack, foul beast! I will smite evil! I will smite evil! Die! Shield there! Sonic Fury! Run him through! My divine flame! Got it! Scum like you Face to my die! enemies! Focus! There! Got it! Die! Photogenic ring! Take this! Five stars! Fatigue! Ready? Now! Ready? He is Lunar! Burn, baby! He is Lunar! Really? Gotcha! Here goes! Fire! There! Strike! Die! Ach, wie schön, mein Team wurde wieder durcheinander gewürfelt. He is Lunar! Burn, There! Strike! Not yet! Purgatory of Flames! What? Purification complete! Schön, dass er mir immer in den Quatsch reinquatscht. You'd better go after him, or you'll lose him, girl. Surely you won't let him get away with such a vile betrayal. Then that so-called job offer. It was a trap! Oh Damn nein. it. Oh nein, es war eine Falle. Die Bösen hatten das alles geplant. Tut mir leid, Daisel. Du bist leider wieder mal raus. Ernsthaft? Achso. Entschuldigung. War im falschen Menü. Ich nehme meinen Ärger zurück. Alright. Quit messing around and show yourself! What's your hurry? Relax. This is just the opening act. I'll relax when you're good and dead! Tezel, do you know whose voice that is? How could I forget? That's who I've been after for so long! What? Haven't you noticed, Lila? I have. There is no malevolence within this domain. Weil es ein Seraphim Meaning ist. that whoever's generating this isn't a Hellion. What could this mean? Sie ist ein Seraphim. Ein weiterer Lolicon-Seraphim. Wahrscheinlich mit der Macht über die Finsternis, wenn ich raten müsste. Und sie ist scheinbar, zumindest vom Intro her, würde ich behaupten, die rechte Hand vom dunklen Lord. Nagini. Und vom... Können wir mal kurz festhalten, wie irreführend das ist mit... Sprich mit Rose als Questziel zu packen, wenn das überhaupt nichts bewirkt hat und Rose auch überhaupt nichts beitragen konnte aus, guck dich mal in der Stadt um, was total irreführend war, weil ich auch immer noch nicht verstehe, was die Motivation dahinter sein soll, wenn man sagt, ey, wir haben einen Auftrag und wir sollen irgendjemand in der royalen Familie killen und wir müssen uns irgendwie ins Schloss reinschleichen, dass wir erst auf den Nachteinbruch warten, um dann scheinbar nicht ins Schloss oder in die Nähe vom Schloss zu gehen, um uns ins Schloss reinzuschleichen. Nein, wir gehen ans genau andere Ende der Stadt, aus der Stadt heraus, um die Story voranzutreiben. Entweder habe ich was derbe verpasst oder niemand findet das auf Anhieb raus. Außer er stolpert da rein in den Bereich. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ich hoffe, ich habe irgendwas verpasst und tue diesem Spiel gerade Unrecht. Aber für mich macht das alles gerade keinen Sinn. Aber mal gucken. Enough, all right? Come on! Let me out! His will is not to be ignored. Do I make myself clear? Yes, I'm sorry. Hat er gerade gejault? Lunar! Yeah! What
What is going on? Da ist sie. Rather productive for an opening act. What splendid anger you've shown me, girl. If it should blossom into hatred. Oh, but how happy he will be. Who is she? I've waited so long. Indeed, the time is ripe for both of us. Wait, Dazzle! She's not a Hellion! Like I give a damn. You turn my friends into Hellions and drag the name of the Wind Riders through the mud? What are you talking about, Dazzle? Do you mean to say that the girl still doesn't know? Splendid. Oh, how splendid. The perfect scene has been set. Dazzle, no! Let me go! This moment is what I've been living for! Everyone stop! This whole thing is wrong! Saray, Dazzle, what's going on? Ja. Dear, dear girl. Ist Let er me ihr fill Vater? you in a desperate effort to preserve and continue the Wind Riders, who were his last concrete connection to his dead comrade. This seraph abused your remarkable resonance to periodically commandeer your body, steering you all into the darkness, recreating the Wind Riders as an assassin's guild. Then, in his quest to kill a Hellion, he set his sights on the power of the Armatis, using you over and over as a vessel to enact his vengeance. It was all right, he thought. It was all to avenge his friend. I do wonder if you agree. That's right. And to take my revenge against you, I would do it all again in a heartbeat! That's enough, creepy little girl, for now. Yeah, there's something wrong about all of this. Let's get out of here. I think not. She became a Hellion? Why? If words alone won't make you remember. Well, like I said, I'm flexible. So, you show your true colors at last. Also offensichtlich nicht ihr wahres Gesicht. Okay, scheinbar wird mir jetzt gerade was gesagt, weil das hier eine fiese Stelle ist. Zunderbart. Ich warte mal kurz, was hier im Chat geschrieben. Ah, okay, also kann ich erstmal drauf loskloppen, okay. Burn! I'm gonna kill you! That's the only reason I live! Oh, how lost you are in the delusion of self-affirmation. Ernsthaft, warum ist Mikleo jetzt schon wieder im Team? Verfickte Scheiße! Again and again muss ich damit leben, dass mir das Team, was ich aufbaue, komplett zerschissen wird, weil das Spiel meint, es macht Sinn, das Team, was ich zusammenbaue, an die Cutscene anzupassen. Es ist zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Was macht Mikleo hier? Warum habe ich Desel an der Backe? Warum darf ich nicht das Team benutzen, was ich aufbaue? Es ist Scheiße. Absolute Scheiße. Ich hoffe, das passiert nicht auch zum letzten Boss. Weil ich habe keinen Bock, irgendwas umzustellen, nur weil dieses verfickte Spiel meint, andere Figuren in mein Team zu packen. Ja, aber es ist Bullshit. Entschuldigung. Ich finde es trotzdem eine Frechheit. Weil es ist nicht das erste Mal, selbst wenn es hier mal Sinn macht, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, dass das Spiel meint, mir andere Figuren ins Team zu setzen. Ich finde es eine Frechheit. Ich finde es absolut eine Frechheit. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das wäre genauso, als würde Pokémon immer den Starter an den Teamanfang setzen, wenn eine Cutscene gekommen ist. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich will so nicht kämpfen. Selbst wenn ich damit erstmal aufs Maul falle, ich möchte ja trotzdem die Einstellungen haben, die ich aktiv ausgewählt habe und nicht die das Spiel mir dann vorgibt, obwohl ich was anderes vorher eingestellt habe. Ich habe es extra davor nochmal kontrolliert. Ich habe extra davor nochmal das Team so eingestellt, wie ich es benutze. Und wieder passiert es. Es geht nicht. Ich finde das wirklich eine Frechheit. So macht...
Es macht keinen Sinn und es macht vor allem keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, weil die Dialoge, die da im Hintergrund laufen, die laufen ja unabhängig davon, wer auf dem Feld ist. Ich mag's nicht. Ich mag es halt nicht. Ich mag diese Art von Aufstellung nicht. Dann gibt mir doch von Anfang an keine Wahl, wer im Team ist. Dann gibt mir doch nicht die Chance zu wählen, wen ich spiele. Gibt nicht die Chance zu wählen, wer im Team ist, sondern würfelt es immer wieder neu durch. Weil dann will ich gar keine Wahl haben. Ist doch scheiße. What are you saying? It's quite pitiful, really. Though I do understand how you got like this. Too close! Resonance! Think hard. So, du Pfeife, du kümmerst dich jetzt mal darum, dass ich hier nicht sterbe. What was it that you truly desired? Back then, how and why did you lose your friend after killing a Hellion? What happens to its malevolence? Are you really so sure you want this to be your vengeance? Shut up! Lila, get ready to purify her! Not this time. I'm gonna kill her! Dazzle! What? You mustn't! There's no other way. No! He's broken the pact? Oh. Dazzle! Tisk, tisk. I can't let you do that. What? But why? Saray, this isn't the time! All right. Oh, cool. Wieder Klone. Fange ich jetzt den Namen? Nein, ich erfahre... das haben sie elegant gemacht. Da muss ich jetzt als Sache mal ein Lob abgeben. Oh, warum via Mikleo? Verpiss dich, Mikleo. Ich mag dich nicht. Ich mag dich abgrundtief nicht. Again, I can manipulate the senses of others, deceive them through illusion. So when it looked like you'd suddenly turned into a Hellion, precisely. Though for the record, the Hellion was real. It's over! Blade bang! Strike! Back off! Lila, use the authority of the Prime Lord to stop Dazzle. I can't! The Sublord has broken the pact! Can that even be done? Not usually! It can't be done from the Sublord's side! My, this is getting interesting. Be gone! This won't do. Tell me what it is you're after! There is something you should know, Shepard. What? Let me show you exactly what mischief your Seraph friend has wrought. It's over! Können wir mal bitte langsam auf den Punkt kommen, weil langsam nervt mich auch dieses ums Buschgetanze. All he did was merely give his blessing. That's all. But not every blessing of the Seraphim is one that brings fortune to the people. Finally! Finally, I can kill you! Die! Oh, ist es der alte Anführer von den zerstreuten Knochen? Schrägstrich Windfängern? I really enjoy traveling with them. We're so lucky. Oh, es ist sein Outfit. I'm truly grateful. And of course, I want to bring the Wind Riders under Rolance's wing. You're the greatest in the land. But engagement to you, Prince Conan? It's like a dream. I'm sorry to see our journey end, but all's well that ends well. No. I don't want this to end. Ach. Das ist nicht gut. Don't let up out there. Go! Prince Conan, the captain is missing! Get away from her right now! Who are you to order me around? He's already a Hellion. Huh? Who are you talking to? You all smell so delicious. It's driving me wild.
How could he have completely turned into a Hellion in such a short amount of time? Your Highness, what is this nonsense about us killing the first Imperial Prince? Guards! The traitor scum are here! A trap, huh? You sick lunatic. How can this be? It appears that Brad, the leader of the Wind Riders, has murdered the prince. He is already in custody of the Pendrago City Guard. All other Wind Riders are likewise under arrest. Understand? It's all because Prince Conan became a Hellion, and at the urging of his Hellion greed, he sought to eliminate all hindrances. And by now, I imagine that you've already guessed what made him a Hellion. Have you not? Him. Oh, das ist ein Twist. I might be willing to pardon you, at least, if you'll agree to be mine. What? Oh, come now. You'd be the kept woman of the heir to the throne! A greater honor does not exist. Why you? Come on! Behold, this is the fruit of your blessing. Do you have any idea what people call those with this kind of power? Angels of death. It was all my fault? All my fault. Moment, war er der Lord vom Looks Land like hier? someone finally remembers his past. Rose! Jezel! Move it! And now the real fun starts, Shepard. Oh Pay no. close attention. Oh no. Rose. Jezel, don't move. Got it? Why, you? You mustn't! Rose is horribly wounded. Even if you purify the malevolence, she doesn't have the strength to handle the burden. Das heißt, You mustn't attack now. Rose will... If we don't do anything, Rose will become a Hellion. Except her wounds will kill her even before that happens. A shepherd is faced with difficult choices sometimes. Isn't that right? Better decide quickly, Shepard. Your darling comedian doesn't have long. Silence! Hold it, Soray. ja, ich habe mir schon gedacht, dass Rose stirbt, wenn sie... I have a plan. What? Weil es war offensichtlich, dass sie stirbt. Das wurde ja klar kommuniziert. Und ich frage mich, wie sie aussieht im Böse. Ich habe nämlich so einen Verdacht, was gleich passiert. Ein Kraftfeld. Oh, Shepard. Oh, die quit Knarre! your desperate flailing about. You risk making a mess of the grand stage I spent all this time preparing. Soray. Listen. Jezel, don't push yourself. Just listen to me.
We have to sever the bond between Rose and the Hellion. Even for the shepherd, that would be nothing short of a miracle. It's impossible. Saray, hand me that thing you cut from Savid. It can fire strength itself, right? Then I shall be that strength. Oh, er stirbt. Okay. I shall be your attack. What do you mean? Even as he is absorbed into the Hellion, he'll become an attack with a will of its own. He'll find the bond between Rose and the Hellion and sever it without hurting her body. But that's just suicide! If I can summon up the last reserves of my strength and merge them with the power stored in this one remaining bullet, I can stay myself long enough to break the bond while leaving Rose untouched. Ich hoffe, dein Equipment geht nicht verloren, wenn du stirbst. Weil... Saray, neither Rose nor I can afford to waste any more time. You understand, don't you? Jessel? No! I'm counting on you. Don't mess this up! Lukine Gurlet! Warum musste ich das jetzt per Hand machen? Rose, I'm so sorry. It was me. I caused you, the Wind Riders, everyone to suffer. It's all my fault. That's what was bugging you? I suppose from the outside it looked like we were suffering. But as far as I'm concerned, these have been the happiest years of my life. 5 years ago, when everything went pear-shaped, we could have been tossed to the winds. But instead, we got to travel again together as the scattered bones and the sparrow feathers. I was so happy. In fact, I'm grateful to you. Really. Hey, come on. There's gotta be more you want to say. I'm useless. In the end, I wasn't good for a damn thing. But I can say I did one thing right. Just one. And that one right thing made everything else worthwhile. I'm eternally grateful to you too, Rose. Thank you. Yeah. Tell Saray and the others that it wasn't all bad. Romping around those ruins with all those nutballs. I will. And if they get bummed out about this, tell them, hey, I thought you had good to do in the world. Keep moping and crying, and I'll chain you up so tight you can't even breathe. And then, give him a good kick in the ass for me. Yeah. Good luck out there. Keep on keeping on. Yeah! Rose! Oh, thank goodness! So, how does it feel? What do you think, Shepherd? To be as infatuated with someone as he once was? Is it not right that Seraphim, whose blessings only cause misfortune, should not be allowed to exist?
Was not his very existence evil to the core and deserving of extermination? Nope. Lies! You've got quite a bark, girl. Those are some plucky words from one who once sought to kill the shepherd for the same reasons. Who are you anyway? I am Simone. Like him, a wretched, pitiable seraph, burdened with countless sins. And now, Exeunt. Wait! I suggest you make time to grieve. Nein, du setzt jetzt nicht diesen Hut auf. Ich verbiete es dir. I told everyone to meet here tomorrow morning. Sometimes it's best to be alone for a while. Thanks, Mikleo. Saray, don't worry about it too much. I need a bit of a walk myself. Nur fürs Protokoll, ich hatte halbrecht. Ich hatte halbrecht beim Turm. Ich wusste, dass uns, ich habe seinen Namen schon wieder. Daisel verlässt. Ja, okay, sag was zu dem Kampf. Ansonsten sage ich schon mal, also selbst wenn du nicht geschrieben hättest, dass Rose stirbt, wenn ich angreife, ich habe es mir schon gedacht, weil es haben alle gesagt, dass sie nicht in der Lage ist, das zu überleben, wenn wir den Hellion töten. Ich hatte aber ehrlich gesagt gehofft, bevor ich jetzt deins lese, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass Rose sich verwandelt in Dark Rose, in eine böse Variante von sich selbst und wir sie dann erlösen müssen. Ich hatte tatsächlich, klingt ein bisschen doof, aber darauf habe ich mich so ein bisschen gefreut, auf die dunkle Seite der Macht. So, okay, was haben sie denn geändert? Derweil kann ich mal kurz gucken. Wo sind sie denn alle verstreut? Also wir wollen definitiv nicht dort sind, würde ich sagen. Moment. Obwohl, doch, wir können schon mal dahin. Konnten wir die Stadt noch ein wenig. Ernsthaft? Wollt ihr mich verscheißen? Warum? Ich weiß ja, wo das Gast... Oh, Entschuldigung. Ich muss mich gerade schon wieder aufregen. Warum wird mir in Sternen gepackt, wenn mir hier gesagt wird, geh ins Gasthaus, wenn du fertig bist? Das ist nicht das Gasthaus, das ist das Stadttor. Auch wieder so ein merkwürdiges Game Design, was keinen Sinn macht. Egal. Interessanter Moment, muss ich sagen. Dazzle's death, his shameful acts, and the things Simone said. Perhaps they're all things the shepherd has to accept in order to quell the Lord of Calamity. I'm just not sure how to feel about it all. I was thinking you should quit. What? Just hear me out. I used to think that when the shepherd was getting crushed and overwhelmed by his duty or by his destiny, that it was something that you could just up and quit. Until yesterday, that is. Things are different now. For Dazzle's sake, if nothing else, I want to find the answers. That's right. It isn't even some feeling of obligation so much as I just want to know, in the hope that we won't make the same mistakes again. So that's why I no longer think you should quit. Super. We definitely have to find some answers. Right. And it isn't just the shepherd's duty either. This journey is something we, all of us, need to own. That's true. Thank you. There's no need for thanks. I just said how I truly feel.
So, jetzt lesen wir mal das kurz durch. So. Also die Bossmusik vom Dunklen Lord. Ja, okay. Das ist nicht das Problem, dass die nicht spielt. Man muss ihn bis zu einem bestimmten Punkt schwächen. Ja, okay, das hat das Spiel scheinbar für mich erledigt, weil es sah so aus, als wenn er nur noch ein paar Schläge vom Tod entfernt war. Und man hat ja sofort leider gehört. Okay, also haben sie diese Angriffsphase weggelassen. Das Spiel vorzeitig beendet. Mit Credits, also quasi ein Bad Ending. Verstehe ich das richtig? Von verloren heißt in dem Fall jetzt Rose, also ich hätte angegriffen und Rose wäre gestorben, nehme ich mal an. Oder heißt verloren, ich sterbe. Ich nehme mal an, verloren heißt bei dem Kampf wirklich Rose stirbt. Er hat mich in dem ersten Kampf, hat er mich ein paar Mal getroffen und da hat er ordentlich reingehauen. Also das war ja in mehrere Phasen aufgeteilt. Okay, ich hätte tatsächlich gedacht, wenn Rose stirbt, habe ich einfach mich für den Rest des Spiels quasi geschwächt, weil mir ein Teammitglied fehlt. Beziehungsweise 2 Teammitglieder, weil mir ein menschliches Teammitglied fehlt. Okay, können wir nochmal festhalten, was es für ein Quatsch ist, dass mich der Punkt zu diesem Punkt bringt. Es regt mich mehr auf, als es sollte, das gebe ich zu. Aber das ist einfach schlechtes Game Design. Warum ist dieser Stern da oben? Ich würde nie ohne den Stern auf die Idee kommen, dass ich da hingehen kann. So. Warum stehst du hier hinten? Our friend, the creepy little girl. She said she was burdened with sins. Right. And she also said that the shepherd must know the truth of Seraphim, who carry such sorrowful burdens. Of those whose mere existence means human suffering. Sometimes death can be a release. If just by living one causes terrible things to happen, then death would be. Edna, stop right there. I'm not talking about Dazzle, you idiot. You shouldn't be saying that about your brother either. So what if I did? They're just words. It's probably nothing you haven't heard before anyway. I still don't like it. I don't want to hear it right now. Oh. Then there's nothing to discuss. Yeah. Saray. All I was really trying to say is that I think Dazzle was saved in a way. I chose my words poorly, and it was wrong of me. I apologize. Thank you, Edna. Don't mention it. Oh, ich muss gestehen, ich habe diesen Plot-Twist nicht kommen sehen. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es nicht kommen sehen. Oh, da ist eine Truhe. Ja, also aufrichtig. Sie ist halt aufrichtig und das muss man auch sagen. Edna ist halt so charakterisiert, dass man halt klar sagen kann, sie hat halt eine harte Schale. Und diese harte Schale, aber natürlich steckt da drunter ein Kern, der halt doch sich Gedanken macht, der halt sich um Leute auch sorgen kann. Aber diesen Kern lässt sie, glaube ich, ungern raus. Und hier hat sie aber gesagt, es ist jetzt wichtig. Es ist jetzt wichtig, das mal zu sagen. Aber das finde ich gut. Weil manchmal kann das auch, weil anders wäre das falsch rübergekommen, wenn sie das jetzt einfach so gelassen hätten, wie sie es gerade gesagt hat. Wenn, dann hätten sie halt einen krasseren Ton angeben müssen, dass man halt sagt, dass dieser ganze Gedanke auch an ihren Bruder
dass das halt was ist, was sie bewegt und dass sie das halt trotzdem auch verletzt. Also man hätte so oder so, ich zerrede es gerade, ich weiß, man musste aber so oder so Gefühle zulassen. Entweder, dass sie halt sagt, ey, tut mir leid, ich bin da jetzt gerade zu weit gegangen, so wie sie es jetzt gemacht haben. Oder dass sie halt zeigen, dass sie sich verletzt fühlt und dass sie halt so ein bisschen ausrasten, ist jetzt zu viel gesagt, aber dass sie halt klar sagt, ey, das ist halt was mich auch krass beschäftigt. Lass mich mal in Ruhe. Oder hau ab. Also sie hätten bloß in die 2 Richtungen gehen können mit ihr gerade. Lila, what are you doing? Oh, this? That's incredible! How'd you do that? Making paper crafts like this really takes the edge off for me. I forget about all my cares, and it's like I just enter my own little world. I see. Saray, you've got to stop carrying the burden all by yourself. I think this one's gonna be tough, even if I share the burden. I find myself wondering, was there anything else I could have done? Should we have talked it over first? I just start thinking about things. Moments of reflection are good for the spirit, Saray, but regrets solve nothing. What's this? Humans have a custom. Sometimes they send a paper boat down a river imbued with a remembrance of their lost one, so that it may reach them. Since Dezel was a wind seraph, I thought maybe a bird that soars through the air would be more fitting. Oh, das ist nett. Now, Saray, let's send it off. I'm sure it reached him. Lila. Yes? Thank you. But you mustn't try to carry the burden all by yourself either. I'll be quite fine. There's no need to worry. I'm going to stay up here for a while. The wind feels comforting. All right then. I'll leave you to it. Okay. I too have a ways to go. Auch wenn ich das jetzt alles gerade ein bisschen zerrede und mich auch kurz vorher noch aufgeregt habe, ich muss sagen, mir gefällt die Art, wie sie hier die Trauerbewältigung von jedem Einzelnen quasi aufzeigen. Das kann ich wirklich sagen. Es gefällt mir, auch wenn es ein bisschen oberflächlich ist, vor allem weil ich es mit dem Amoklauf-Szenario in Digimon Story Cyber Sleuth vergleiche, was halt in die andere Extreme ging, aber es ist oberflächlich in der Trauerbewältigung, aber für den Ton des Spiels insgesamt finde ich das sehr gut gemacht. Sahid. Hey, Shepard. Tell me something. How was Dezel in his last moments? He was smiling. So, he was he? I guess he got his wish after all. Zavid, you knew Dezel, didn't you? Sort of. There was a time my comrades and I saved him, when he was just a little rascal. Oh. Is that why your fighting styles are so similar? Yep. He learned by copying me. And yet, I don't think he even remembered who I was. That fellow tossed everything away, even his memories. But if something gets thrown away, you just gotta find it again. And you found it for him, didn't you? Hey, are you trying to comfort me, Zavid? You bet I am. You're gonna be my all-important vessel pretty soon. Can't have you getting all malevolent on me. Huh? And on that note, I think I'll go talk to Lila about that Sublord Pact. You gotta be kidding me! Well, I can't exterminate the Hellions all by myself anymore, can I?
And besides, if I tag along with you, I can collect your debt to me whenever I like. You can't just decide something like that. Oops, I did. Anyway, see you tomorrow, Sheps. Hilti? That lousy. Also taucht Daisel da als kleines Kind quasi auf, wenn du gerade sagst, Sahid spricht über die Geschehnisse in Tales of Zestiria. Das heißt, okay, das heißt aber auch, dass Sahid dort auch auftaucht, gegebenenfalls halt in der Spielergruppe ist. Verstehe ich das richtig? Bevor wir zur letzten Trauernden gehen. Aber hattest du nicht mal gesagt, es spielt hunderte von Jahren in der Vergangenheit oder irgendwie so? Ah, okay. Also ähnlich wie bis jetzt hier. Ein Streuner. Verstehe, verstehe. Also wie hier bis jetzt. Quasi. Okay, aber er ersetzt Daisel. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das Saray. auswirkt. Huh? Back there, I spoke with Dezel during his last moments. And when I saw him then, I remembered something that I'd forgotten long ago. I had met him before, when I was really little. I realized he'd probably been protecting me ever since, my whole life. Rose, Dezel didn't want you to know that. He said he wanted you to live believing you'd come this far by your strength alone. Yeah, I'm sure that's what he wanted. But I actually wish he'd just straight up told me, without knowing I was a jerk, self-absorbed and totally ungrateful to him. Sorry. From now on, you gotta tell me these things, alright? Alright? Right. This is actually a load off my mind. I was worried you'd be, devastated. Yeah, I don't know. A whole lot of things happened all at once. And somehow it doesn't feel like I'll never see him again. And the garbage that crazy Simone chick was spouting, I think it says more about her problems than anything else. Rose, you're my hero. Oh, I just don't like to think too much. Anyway, Saray, you get some good rest. I will. Okay, wie gesagt, ich möchte noch mal etwas zu dieser Traubewältigung hier im Spiel sagen. Emotionen können sie nicht gut rüberbringen. Zumindest für mich nicht. Also, ich fühle jetzt nichts durch den Verlust von Daisel. Deswegen, das Spiel ist sehr oberflächlich, was das Kommunizieren von Emotionen angeht. Aber trotzdem, daran gemessen, muss ich tatsächlich sagen, machen sie einen guten Job, was das Zeigen von Traubewältigung anzeigt. Kann man es besser machen? Definitiv. Wurde es in der Spielgeschichte schon besser gemacht? Definitiv. Aber für das Level, was bis jetzt Tales of Zestiria zeigt, in Sachen Storytelling und Character Development und das Kommunizieren von Emotionen und allem sowas, ist das Zeigen der Traubewältigung so, wie sie es machen, gut. Das will ich dazu noch sagen. Auch wenn das jetzt die ganze Sache noch mehr zerredet. Aber es war mir wichtig, dass ich auch positive Sachen anmerke, wo positive Sachen stattfinden. Ich glaube, ich bin jetzt falsch abgebogen, oder? Nein, ich bin richtig. Nur den Stern da vorne verstehe ich immer noch nicht. So, ich glaube, ich werde die nächste Möglichkeit auch nutzen, um den Stream zu beenden. Nur mal zur Anmerkung, dadurch, dass was jetzt zum Ende passiert ist, werde ich noch nicht grinden, weil ich erstmal gucken will, was jetzt noch passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt sowas passiert, sagen wir es so. Ausruhen.
Oh, er trägt Tatsache den Hut. Das finde ich ein bisschen doof. Did you sleep well? Yeah. You don't look like it. Yo, Saray. Oh, Zavid. You're still here. Ja, nicht so enttäuscht, ja? Lila, is he always this cold? Well, it looks like everyone's here. Care to explain why you wish to enter the Sublord Pact? No problemo. My goal is directly connected to the Shepherd's Journey. Your goal? Okay. Oh yeah, you said there were people you had to settle the score with. Right. One of them being Little Miss Edna's older brother. Oh. And the other? Mautellus. Ist das nicht der dunkle Lord? Mautellus of the Five Lords? Ah, The nee. entire Glenwood continent is supposed to be under his protection, right? Except our baby boy toddled off somewhere, and right at that exact time, the Lord of Calamity shows Oh, up. es ist der dunkle Lord. Okay. Isn't that funny? It can't be. I didn't think it could be either. At first. But if Mautellus really did become a Hellion and bind with Heldolf... We'll need to confirm that's what happened. And the only way to do that is to approach him directly. Maybe, but we need to be able to stand against Heldolf's domain, or we're sunk. And that's where I come in. If you'll let me fill the Dezel-shaped hole in your group, together we should be strong enough. How about it? It's in all our best interests, right? What do you believe we should do? Saray. Oh, what were we talking about again? Hey, can I have the floor? Ja. Huh? Klar, schieß los. I thought you had good to do in the world. Keep moping and crying, and I'll chain you up so tight you can't even breathe. That's what he said. Oh, and he asked me to kick your ass a little too while I was at it. And then I told him I'd do my best out there. And so that's why I'm damn well gonna do my best out there. Why am I crying like this? Rose. He was really, really glad he got to travel with all of you. And I didn't even notice. But in the end, he was smiling. If only I'd talked with him more. Oh, forget it. I'm done. Thank you for delivering his message to us. He was a kind watchdog up until the very end. I'll say. Guess you'll be okay from now on, huh, Rose? I'm okay. Are you okay? All right, let's go! Hold your horses! Don't I get a pact thingy? Oh. Ein Pack-Dings. Alrighty. So, now what do we do? Just as planned. We're heading to Glavend Basin. Since it's the place where we first met Heldolf. Glavend Basin, huh? Here we go! Okay, trägt er jetzt ernsthaft diesen Hut? Moment. Kettenmagie. Okay, was? Oh Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn für ein schrecklicher Text da unten? Sind das Einzeldinger? Ich kann das nicht mal alles lesen. Wir lassen das so. Von mir aus. Was auch immer da steht. Er trägt jetzt echt diesen verkackten Hut. Das finde ich nicht gut. Oder kann ich hier... Sag mir mal. Ach. Oh. Okay. Wenn ich nicht seinen freien Oberkörper schon sehr beeindruckend finden würde.
könnten wir ihn jetzt zu Daisel machen. Jetzt noch die Brille, aber nein. Nein. Wir machen hier den Streuner. Ich würde den zu gern den Hut abnehmen. Mich ganz ehrlich, mir gefällt nicht, dass er den Hut trägt. Aber ist okay. So, ich werde die Stadt verlassen, falls da nämlich noch was getriggert wird. Weil ich will mir, ehrlich gesagt, offen lassen. Sehr schön. Ich hoffe, das kommt noch, kommt relativ schnell. So, wir verlassen jetzt die Stadt, weil ich will mir offen lassen, ob ich vielleicht doch noch grinde. Ich will nur gucken, ob hier was getriggert wird oder nicht. Wird nichts getriggert. Okay. Achso, wie ist sein Level eigentlich? Ist er auf demselben... Er ist auf demselben Level wie alle. Sehr schön. Und vor allem, was für eine schöne runde Zahl. 40. Das gefällt mir. You said you'd fill in for Dezel, right? A man never goes back on his word. Well, unless it's with the ladies. But can you really do it? Oh, ho, ho. You doubt me, huh? Come on, you've seen what I can do. Yeah, but only because you practically forced it on us. I said I was sorry. Jeez. We get how strong you are, but what about the spiritual power of wind? You don't have to go back and get it? Not to worry. The shepherd takes those spiritual powers into his being. So there's nothing to worry about. Especially not with an able and handsome wind seraph like me. All right, then. I won't let you down. I'll see to it you don't. I'm a little surprised. You're quite knowledgeable about spiritual powers and shepherds. Well, I am a well-experienced grown-ass man, after all. You know you can always count on me. Oh, why? Somehow I'm not so sure that I can. Warum? Also, Zavit hat auf jeden Fall das größte Selbstbewusstsein in der Gruppe. Ich würde sogar behaupten, er hat mehr Selbstbewusstsein als die komplett restliche Gruppe. Aber ich muss auch sagen, selbst in der gezeichneten Version sieht der Hut noch aus wie ein Fremdkörper. I know this is real sudden, but there's something I want to ask y'all so I can fit in a little better. Tell me your weaknesses. Why would we tell you something like that? Hey now, that's cold, Mick boy. I'll tell you mine to make it fair. On days when the temperature is low, I get cold. Yeah, because you don't wear any clothes. Dankeschön. Oh, I see how it is. You want something juicier? Let me tell you something. If a girl starts crying, there's nothing I won't do for her. Didn't need to know that, thanks. You guys are tough customers. All right, try this one on for size. I'm strong against earth, but weak against fire. We knew that. That's no good either. Well, then here's a juicy tidbit that'll rock your world. As far as I can tell, from the waist up, Lila is... This isn't even about weaknesses anymore. Oh, come on. Looks like you're fitting in just fine, I'd say. Oh, jetzt wo es gerade interessant wurde. Hey, Zavid, I want to ask you about something you mentioned. Oh, Is this your response to my love confession? Don't try and weasel your way out of this. You said there was something you had to settle with my brother. That's all there is to it, really. There's just something between us we need to settle. And that something is? I told him, please, let me marry your little sister, and he punched me. Don't lie. Oh, come on, he'd totally do something like that. Fine, don't tell me then. No wonder he's worried about her all the time. So what's this really about? Did Edna's brother ask a favor from you or something like that? Who wants to know? Does it have something to do with the oath? Nah, it's not that big of a deal. But even so, a promise between men is just as sacred. Alter, wir holen jetzt hier noch richtig was raus. Oh, das wird ein Thumbnail. It all might be too much for mere humans to bear. I shouldn't have taken them along. Oh, it's so useless to say that now. They could have stayed home in their rooms if they didn't want to deal with it. They went out of their own accord. Yeah, and I don't think either of them expect or want anyone to take responsibility for their being dragged into this. Both of them seem so used to living with the Seraphim. Wonder if they were always like this. Soraya and I were raised together ever since we were just babies. There was a time when you were a baby? That's rude. My bad, my bad. I'm sure you were a sweet, well-behaved little guy back in your day. Too bad I'm not like that anymore, huh?
Ich mag Zavid. Zavid ist mein Lieblingscharakter in der Gruppe. Was will ich gerade fragen? Ach ja, ich habe übrigens überlegt, kann man zurück, beziehungsweise macht es Sinn, zurück in das Startgebiet zu gehen? Also zu Gramps? You know, there's something I've been wondering. Yeah, what? You're an Earth Seraph, right? So why do you use an umbrella for a weapon? Isn't that more like a water element? I guess I can tell you. Ready to have your mind blown? I'm using it precisely because I'm an Earth Seraph. Huh? You know about the dominant relationships among the elements. Earth, water, fire, and wind, right? Earth is stronger than water. Meaning that especially when using seraphic arts, you can increase your mana output by using the subordinate element as a catalyst. Oh. What? Just to let you know, Lila has been using wind-imbued paper, and Dezel's pendulum has been using earth and minerals as their catalysts. Oh! The staff that you've been using is fundamentally an earth element. You'd have to be a complete idiot for using something like that as a water seraph. Is what I'd like to say, but I'll hold back. But you did just say it. Well, if you've been using it as a way to train yourself, or a way to incorporate physical attacks on top of seraphic arts, then you're not doing it completely wrong, at least. The longer you live, the easier it is for you to choose to do what takes the least amount of effort. But if you really aren't satisfied and want to grow stronger, then you're just going to have to do things the hard way if you want to go beyond whatever ability you were born with. Huh. Anyways, you've been using your staff without knowing what it's for. Good job, dummy. Oh, mir gefällt diese Erklärung. Oh mein Gott, das gefällt... Oh. Ich habe das nie hinterfragt. Aber es stimmt, es macht alles Sinn. Das Pendel ist aus Metall, was ja offensichtlich aus der Erde gebuddelt wird. Das Papier, gut von mir aus, es hat für mich Sinn gemacht, weil Papier nun mal gleich brennt, aber das ist auch noch mit Wind versteckt. Es macht alles Sinn. Außer Mikleo. Aber was sollte er machen? Mit einem Feuerzeug spielen? Eine Fackel schwingen? Was könnte Mikleo benutzen, was vom Element Feuer ist? Aber oh mein Gott, das war gerade eine gute Erklärung. Und wir sind fertig. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Am Sonntag geht's weiter mit Tales of Zestiria. Ich weiß nicht, ob ich dazwischen nochmal spiele. Dann wäre aber definitiv entweder Guardians of the Galaxy dran. Oder, was ich nicht glaube, ich glaube diese Woche kein Digimon, aber... Oder halt Digimon. Also entweder Tales of Zestiria, Quatsch, Entschuldigung. Entweder Guardians of the Galaxy oder, oder Digimon. Weiß ich noch nicht. Vielleicht auch keins von beiden. Sonntag aber auf jeden Fall Tales of Zestiria. So ist der Plan. Und schauen wir mal, wie es läuft. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war ein interessanter Stream. Storytechnisch bin ich zufrieden. Gameplay-technisch nicht. Moment, halt. Besser. Oh, oder will ich die zwei zusammen kämpfen lassen? Da muss ich mir noch was überlegen. Ich will auf jeden Fall Said ein bisschen ausprobieren. Dann müsste ich, glaube ich, so spielen. Die Form sieht wahrscheinlich, die Fusion sieht wahrscheinlich genauso aus wie mit Daisel. Egal. Das finden wir beim nächsten Mal raus, beziehungsweise ich beim Grinden, wenn ich grinde. Nichtsdestotrotz war es das jetzt aber wirklich. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit Tales of Zestiria und der Suche nach dem dunklen Lord, dessen Name nicht genannt werden darf. In dem Sinne, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.